Hallo Retro-Freunde, hallo Kinder der 80er, hallo 80er-Jahre-Fans und hallo an alle Nostalgiker, die dieses Jahrzehnt genauso toll und klasse finden wie ich selbst. Ja, heute in meinem Video geht es um Vintage Toys, also um Toys aus der Kindheit. Ich habe wieder einiges bekommen aus den 80ern, auch etwas aus den 70ern. Ja, und das möchte ich euch in diesem Video präsentieren, also Vorhang auf! Ja Leute, was soll ich sagen? Wenn ihr meinen Kanal schon kennt, dann wisst ihr ja, ich liebe die 80er Jahre einfach. Diese Kindheit, diese unbeschwerte Kindheit, in der ich aufgewachsen bin, ja. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich nicht alles so unbeschwert war, ja, aber man hat es halt so empfunden. Und da spielen die Toys oder die Spielzeuge, die Erinnerungen daran natürlich eine Riesenrolle. Und ich habe, was soll ich sagen, ich habe wieder ein paar Sachen bekommen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und das eine, mit dem ich anfangen möchte, ist ein absolutes Highlight von mir. Ja, ich finde es total klasse. Und zwar ist das so entstanden, ich habe ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen rumgeguckt und da hatte jemand ein Schlumpfhaus angeboten. Also stand ein Schlumpfhaus, war ein Bild dabei, ja, war VB von 14 Euro und er hat auch 80er Jahre reingeschrieben, glaube ich. Ja, somit habe ich es gefunden. Und dann dachte ich mir, das kenne ich, aber das ist kein Schlumpfhaus. Und dann mal geguckt und die Bilder angeguckt und dachte mir, hey, das hole ich mir, weil ich kenne es wirklich. Ja. Ich habe es nicht gehabt, aber ich kenne es. Und denjenigen angeschrieben, gefragt, ob es noch zu haben ist, ja, was er denn halt für Versand, weil es war nicht bei mir um die Ecke, ja, was er denn an Versand haben möchte. Und dann hat es zwar einen Tag gedauert, aber derjenige hat dann geschrieben und hat gesagt, hier, ich mache 12 Euro mit Versand. Ja, er hatte 14 Euro VB drin gehabt, ja, und ich hätte auch 3-4 Euro Versand bezahlt. Jetzt hat er es mir halt für 12 Euro inklusive Versand zugeschickt. Das Ganze kam an und was soll ich sagen? Ich finde es total klasse, Leute. Was sagt ihr dazu? Ja, kennt ihr das? Ich habe hier ein Haus, ja, aber es ist kein Schlumpfhaus. Ja, es ist von Bully, von diesem Spielzeug, ja, Figurenhersteller, die gibt es ja immer noch, diese Sachen, glaube ich. Ja, es ist kein Schlumpfhaus, sondern, wenn ihr es nicht wisst, ich halte meine Figur hoch, die einzige, die ich aus der Reihe habe. Erkennt ihr den? Den guten Asterix. Ja, und dieses Haus ist ein Haus von Asterix. Ich finde es total klasse. Hier unten steht auch Bully drauf und Dargaud, ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen, war französisch. Ja, Made in Western Germany. Und ich blende euch jetzt mal, ich habe ein bisschen auf eBay mal geguckt gehabt, ja, nachdem ich das Haus bekommen habe. Und ich blende euch jetzt mal ein, was das Haus so auf eBay bringt, für was es halt auf dem normalen eBay weggeht. Also es sind wirklich verkaufte Sachen, es ist nicht irgendwelche Angebote, sondern es ist wirklich zu dem Preis verkauft worden. Und da seht ihr, ja, dass ich halt mit 12 Euro für mich inklusive Versand, also ich habe reine 12 Euro bezahlt, einen richtigen Schnapper gemacht habe. Ich finde es total klasse. Ich habe 2 Schlumpfhäuser, das stelle ich zu meinen Schlumpfhäusern. Ich stelle halt hier den einsamen Asterix mit rein, den habe ich auch noch, wie gesagt. Und schaue mal, ob ich da eventuell noch einen Obelix, Miraculix, Majestix etc., einen Caesar bekomme, weil da gibt es 10 oder 11 Figuren, glaube ich, davon aus dieser Reihe. Und damit der Asterix nicht so alleine fühlt in dem großen Haus, ja, werde ich mal schauen, ob ich da auch ein paar Figuren finde und dann werde ich das bei mir auch schön präsentieren. Hat mich sehr, sehr gefreut, war ein klasse Preis für mich, ja, und wieder ein tolles Stück, was in meine 70er und 80er Jahre Sammlung wandern wird. So Leute, und das ist ja irgendwie, zieht sich ja wie ein roter Faden durch meine Videos. Ich war mal wieder beim Christian von Z-Toys. Christian, Grüße an dich. Ja, er hatte mal wieder freitags packt er ja immer neue Sachen in seinen Online-Shop rein, in den Z-Toys-Shop. Und ich habe da mal geguckt und habe dann bei den Star Wars Vintage-Sachen was gefunden, Leute. Und da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ja, es ist ein Fahrzeug, was ich früher immer haben wollte. Ja, ich bin 78er Baujahr, das heißt, ich bin eigentlich mit die Rückkehr der Jedi-Ritter, mit dem 3. Teil, oder heute ist es ja der 6. Teil, aufgewachsen. Das war so der erste Berührungspunkt, den ich hatte, so richtig wahrgenommen. Ja, und da hat das Fahrzeug eine Rolle gespielt. Ich wollte es immer haben, ich habe es nie gekriegt. Ja, wir haben immer Figuren bekommen, aber Fahrzeuge eigentlich nie so gut wie. Und der Christian, was soll ich sagen, hat den im Shop gehabt. Ich habe ihn mir angeguckt, ich habe ihn gekauft. Ich bin so glücklich, dass ich ihn habe. Ein riesen fettes Teil, Leute.
Ich habe hier den B-Wing. Ist das Ding nicht geil? Das ist noch Spielzeug. Das ist echt noch Spielzeug für Kinder. Wobei das hier ist, glaube ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich nicht viele Kinder gehabt, weil das ein riesen Hoshi hier ist. Ja. Wahnsinniges Teil. Ja. Er fliegt. Ich mache die Kampfposition auf. Die Flügel stellen sich auf. Ja. Es ist Wahnsinn. Das Ding ist so geil. Ja, er ist top in Schuss. Ja, es ist nichts abgebrochen. Die Cockpit-Scheibe ist nicht vergilbt. Die Aufkleber sind maximal, fehlt einer, ja, glaube ich, den ich gesehen habe, der fehlt, aber das macht mir überhaupt nichts. Das Ding ist super, der ist von Lucasfilm 1984 ist der, ja, wahrscheinlich eines der letzten Fahrzeuge, großen Fahrzeuge, die halt rausgekommen sind, ja, bevor die Toyline, glaube ich, 85 eingestellt wurde. Ich finde das Ding so Wahnsinn. Ja, wie gesagt, die Flügel in Kampfposition, ich kann sie runterklappen. Ja, normalerweise fliegt das Ding ja so. Ja, dann kann ich hier diesen Fuß, ja, diesen Standfuß kann ich einklappen. Hier oben habe ich einen Hebel. Zack, da ist der Fuß weg. Ja, ein bisschen nachhelfen, ist halt nicht mehr der jüngste. Ja, und das Geile ist hier, wenn er so fliegt, wenn ihr das seht, das Cockpit. Ja, wenn ich jetzt in Angriffsposition gehe, achtet mal aufs Cockpit. Zack, das Cockpit dreht sich mit. Hier hinten ist ein Gewicht dran, so dass das Teil immer waagerecht ist. Ja, dass das Cockpit immer waagerecht ist. Ist das nicht geil? Ja, das ist so wahnsinnig geiles Spielzeug. Ja, und ich bin ja neben den Masters of the Universe ein riesen Star Wars Fan der Originaltrilogie. Ja, da habe ich etliche Figuren noch aus meiner Kindheit, die ich auch von meinen Brüdern vermacht bekommen habe, und auch etliche von mir habe ich noch in der Sammlung. Ja, da wird es demnächst auch noch mal ein Video zu geben, ja, wo ich euch meine Star Wars Sammlung halt vorstelle, meine Vintage Toy Sammlung. Ja, und das Ding hier hält jetzt Einzug. Leute, seht ihr das, wie fett der ist? Ich gehe mal ein bisschen zurück. Wie groß das Teil ist. Ich muss halt echt noch mal gucken, wo ich ihn hin tue. Ich habe ihn blind gekauft beim Christian. Ich habe mir kurz angeguckt und habe gesagt, den muss ich haben. Ich habe mir gar nicht überlegt, wo ich ihn hin tun soll. Und der ist halt echt riesig. Ja. Der ist echt riesig. Und mal schauen, ich stelle ihn jetzt hier auf den Tisch, ja, wo ich den platzieren werde. Hat mich gekostet, beziehungsweise ich blende jetzt auch erstmal wieder ein, was ich da auf eBay gefunden habe an verkauften Sachen, und da habe ich nichts in Deutschland gefunden in den letzten Monaten, sondern ich habe einen Franzosen und einen Amerikaner gefunden, wo die Dinger für über 100 € weggegangen sind. Ja, und was wollte der Christian haben? Der war so im Shop drin, Leute, der war so im Shop, ja, also ich bin da nicht bevorzugt worden oder sowas. Ja, ich habe den einfach im Shop gekauft und bin dann hingefahren und abgeholt. 89 € für das Teil. Ja, ich fand den Preis, ich habe gar nicht geguckt gehabt, für wie viel die halt online stehen. Ich habe halt einfach gesagt, 89 € ist ein annehmbarer Preis für mich, für dieses große, fette Ding. Habe ihn gekauft, habe dann im Nachhinein mal geguckt, damit ich das euch auch zeigen kann. Und was soll ich sagen? Total geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin total geplättet und ja, wie gesagt, der wandert in meine Star Wars Sammlung und die werde ich euch demnächst halt auch präsentieren. Ja, und das war an dem Tag noch nicht alles. Ja, wenn ihr mein Instagram, wenn ihr mein Facebook-Kanal verfolgt, ich hatte ja, mir ist ja ein Missgeschick passiert. Ja, beziehungsweise mir nicht, sondern dem guten Stone da ist ein Missgeschick passiert. Ja, und zwar ist der hinter mir aus dem Regal, auf einmal hat es plumps gemacht, der ist runtergefallen und ich habe geguckt, habe gedacht, oh Gott, was ist denn hier los? Und sehe, der Arm ist ab. Ja, der Arm hat einen glatten Durchbruch. Ja, ich musste mein Leid auf Instagram und auf Facebook mit euch teilen. Ja, habe gesagt, hier altes Spielzeug, ja, ist auf den Teppich gefallen, aber trotzdem, wie gesagt, der ist gebrochen, da ist nichts mehr zu machen. Ich kann ihn kleben, aber dann ist der halt immer in der einen Position, wie ich ihn halt anklebe. Ja, ist auch ein bisschen blöd. Und habe mir halt gar nichts dabei gedacht, habe einfach nur gedacht, hier, ich möchte euch einfach nur an meinem Leid mit teilhaben lassen. Ich habe auch Zuspruch bekommen. Ja, vielen Dank von euch. Ja. Und was halt noch passiert ist, wie ich den B-Wing beim Christian abgeholt habe, streckt er mir was entgegen. Und zwar sagt er mir, hier, kannst du den gebrauchen? Ich habe auch deinen Post gesehen, sagt er. Ja, der hat eine Figurensammlung aufgekauft. Da war der Stone da dabei, aber nur ohne Kopf. Ja, dafür aber die Arme, okay. Er klebt ein bisschen. Das ist bei diesen Steinmännchen, aber bei den Felslingen eigentlich fast normal. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe hier meinen defekten Stone da mit ohne Arm. Mit ohne Arm. Und hier
ich habe die ja nie auseinandergebaut, die Figuren, und sehe halt, hier oben ist so ein Pinöppel drauf, eigentlich so wie bei den Origins fast. Ja, und ich werde jetzt mal doktern und werde versuchen, den defekten Stone da den Kopf abzunehmen und ihn auf diesen reinzusetzen. Und dann habe ich hier eine Figur bekommen. Ja, Christian hat mir den geschenkt. Ja, und das ist jetzt keine Bevormundung wiederum halt, weil ich halt Werbung für ihn mache, sondern einfach nur, weil er gesagt hat, hier, er wollte mir was Gutes tun. Er hat die Figur halt so bekommen im Konvolut. Ja, und er kann damit nichts anfangen und hat mir den überlassen. Christian, vielen lieben Dank dafür. Bist ein echt geiler Typ. Und ja, ich gehe jetzt gleich ans Reparieren dieser Figur. Wenn ihr auf Toys der 80er, der 70er steht, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr so sammelt. Ja, sammelt ihr auch Masters? Ja, das sammeln sehr viele. Und es werden auch immer mehr, es werden täglich mehr. Sammelt ihr Vintage Star Wars? Ja, oder halt auch diese Gummifiguren wie von Bully, von Schleich. Nur Vintage ist geil, Leute. Das gefällt mir, das möchte ich sammeln. Ja, und wenn ihr es genauso seht, so rum, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ansonsten, ich werde euch jetzt hier nochmal ein, zwei Videos über meine weiteren Neuvorstellungen aus dem Bereich Toys der 80er anzeigen lassen. Schaut doch mal rein, wenn ihr sie nicht kennt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.